Moin Moin und herzlich willkommen zur kleinen TWS Horrorschau. Denn zu Halloween hatte ich in einem 1-Euro-Laden diese Totenkopfmaske aus Plastik gekauft, um daraus und mit euch einen riesigen Totenkopffelsen zu basteln. Alles, was ihr neben den üblichen Bastelmaterialien zum Nachbauen braucht, sind Hartschaum, Korkrinde, Spachtelmasse und natürlich so eine oder eine ähnliche Plastikmaske. Und auch wenn Halloween vorbei ist, kann man solche Masken auf eBay und Amazon das ganze Jahr über bekommen. Los geht's mit dem Zuschneiden der grundlegenden Bauteile. In meinem Fall kürze ich das Kinn ein wenig, damit der Kopf besser steht. Danach übertrage ich den Umriss auf ein möglichst dickes Hartschaumstück. Ich habe hier 10 cm dicken Hartschaum, zur Not könnt ihr aber auch dünnere Stücke übereinander kleben. Ist das erledigt, wird entlang der Umrisslinie ausgeschnitten, um den Schädelkorpus zu bekommen. Werft die Schnittreste übrigens nicht weg, die werden nämlich später noch gebraucht. Doch zunächst folgt ein Einschub für alle, die das Schädelinnere aushöhlen wollen. Markiert die untere Augenposition und schneidet dort den Korpus ab. Von diesem unteren Stück wird dann eine ca. 1 cm dünne Platte abgeschnitten. Passt diese Platte dann an die innere Form der Maske an. Das muss nicht exakt sein, aber zu große Lücken sollten natürlich auch nicht bleiben. Als nächstes wird vom Rest des Korpus der Bereich oberhalb der Augen abgetrennt, um dann vom verbleibenden Rest ebenfalls eine 1 cm dünne Platte abzuschneiden. Auch diese Platte wird dann wieder für die innere Form der Maske zugeschnitten. Und wer sich jetzt fragt, warum und wieso das alles, hier die Antwort, denn alle Bauteile werden später so zusammengeklebt. Den Korpusteil hinter den Augen möchte ich aber noch etwas weiter aushöhlen, um einen Höhleneingang darzustellen. Ihr könnt da natürlich auch eine Beleuchtung aus LED-Flackerkerzen einbauen, aber bei mir soll es nur ein mystisch dunkler Höhleneingang sein. Dafür schneide ich etwas vom Inneren heraus, markiere die Position des Inneren auf der unteren Platte und strukturiere anschließend die Höhlenwände. Und da ich später mit dem Pinsel kaum in alle Höhlenecken gelangen dürfte, wird der Höhlenbereich jetzt schon gestaltet. Und zwar mit einem dunklen Grau als Grundierung. Um jetzt etwas Zeit zu sparen, schütte ich direkt etwas Sand und Steinchen auf die Farbe und vermische alles mit weiterer Farbe. Vergesst also nicht, wie üblich etwas Leim in eure Farbe zu mischen. Nach dem Trocknen folgt ein dezentes Trockenbürsten mit 2 unterschiedlich hellen Grautönen, wobei ihr das hellste Grau nur im Bereich der Augen einsetzen solltet, also dort, wo das meiste Licht hingelangt. Passend dazu wird auch die Maske grundiert. Entfettet hierfür zunächst die Maske und schleift die Oberflächen mit feinem Sandpapier an, damit die Grundierung besser hält. Ich habe hier ein dunkles Grau aus der Spraydose aufgesprüht, um darauf dann die graue Höhlenfarbe anzubringen. Nase und Mund klebe ich dann noch von innen mit dunkel bemalten Hartschaumstücken zu. Danach werden alle Schädelbauteile zusammengeklebt. Wie schon zuvor benutze ich Heißkleber, denn damit lässt sich immer zügig weiterarbeiten. Da die 2 Platten ja etwas in die Maske hineinragen, müsst ihr die Lücken natürlich von hinten mit 1 cm hohen Platten auffüllen. Aber wie ihr seht, muss das auch gar nicht ganz genau und bündig sein. Denn gleich wird noch einiges abgeschnitten und später kommt ja ohnehin noch Kork drauf. Erstmal folgt ein weiterer optionaler Bastelschritt. Denn um den Totenschädelfelsen noch imposanter wirken zu lassen, setze ich ihn auf ein kleines Podest. Die Grundform habe ich ebenfalls aus einem Hartschaumblock zugeschnitten und ein paar einfache Treppen habe ich ebenfalls schon mal angefertigt. Um den Schädel von seiner Form her nun etwas harmonischer mit dem Sockel zu verbinden, werden die Schnittriste von ganz am Anfang benötigt. Klebt sie wieder an und markiert die Übergänge zu eurem Sockel. Schneidet danach und in aller Ruhe den Schädel zu einer typischen Kopfform zurecht. Dazu 2 Tipps: Nehmt am besten eine neue Klinge und schneidet immer vom Körper weg. Danach kann der Schädel auch schon auf den Sockel geklebt werden. Eventuell müsst ihr nun noch ein paar Übergänge zurechtschneiden, doch wie gesagt, das muss alles gar nicht so exakt sein. Grundiert nun alles mit einem dunklen Grau oder Schwarz und lasst euren Totenschädelfelsen dann bis zum zweiten Teil dieses Tutorials richtig gut durchtrocknen.
Im kommenden Video geht's dann mit der Gestaltung weiter, indem Korkrinde aufgeklebt wird, etwas Spachtelmasse zum Einsatz kommt und ich euch eine neue Bemaltechnik zeige, die es so noch nie beim TWS zu sehen gab. Also, wir sehen uns nächsten Freitag. Bis dann!